Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einem weiteren Video. Es ist unglaublich viel passiert in der Welt von Brabus, Signature Night, Pebble Beach, Monaco Yacht Show. 1000 Fragen rund um diese aktuellen Themen. Ich habe 60 Sekunden Zeit zum Antworten. Los geht's. Monaco Yacht Show 23. Gibt es etwas, das du dort dieses Jahr gesehen hast, was du noch nie zuvor gesehen hast? Was habe ich auf der Monaco Yacht Show 23 gesehen? Monaco Yacht Show, wichtigste Show für das Thema Boote in Europa. Das liegt natürlich nicht zuletzt an dem Ort. Monte Carlo, wahrscheinlich die glamouröseste Stadt in Europa. Immer was Besonderes. Ich bin gerne da, weil man ziemlich abgespacede Sachen sieht, die man sonst nirgendwo anders sieht. Ich habe mir dieses Jahr insbesondere einige Superjachten angeschaut, deutlich über 100 Meter, also Schiffe, bei denen es auch scheinbar keine Budgetlimits gibt, wo also technologisch, gestalterisch alles drin verbaut ist, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Und für mich ist das immer eine gute Gelegenheit, mal das absolute Top-Level zu sehen, mal die Frage zu beantworten, was gibt es denn, was wirklich so verrückt ist, dass es nur an ganz, ganz wenigen Stellen auf der Welt gemacht wird. Ich würde sagen, ich habe diese zwei der Superjachten anzuschauen, war ein Highlight. Und ansonsten Brabus Family Day, dein schönster Moment? Brabus Family Day war ein Tag, den wir natürlich dieses Jahr auch wieder für das Team und die erweiterte Brabus-Familie gemacht haben. Es konnten alle Mitglieder, alle Mitarbeiter ihre Partner, ihre Kinder mitbringen. Sensationeller Tag, inklusive Hüpfburg, Firmenführung, Zeigen des eigenen Arbeitsplatzes, diversen Aktionen, die ziemlich spaßig waren, die man auf dem Gelände machen konnte. Und es war insgesamt echt ein persönliches Highlight für mich, weil wir es natürlich seit vor der Pandemie nicht machen konnten. Jetzt hat es endlich wieder stattgefunden und das war ein echtes Highlight. Persönlich fand ich total schön, dass ein Kind eines Mitarbeiters zu mir kam und dann in der Woche danach dann sagte, sensationell, da wo Papa arbeitet, möchte ich auch arbeiten, den ganzen Tag auf der Hüpfburg. Pebble Beach. Zwischen all den ganzen Veranstaltungen und Orten, welches sollte man davon auf keinen Fall verpassen? Okay, Pebble Beach ist einer der wichtigsten Auto-Events der Welt. Natürlich auch insbesondere in den USA das Klassik-Event, das Auto-Event des Jahres. Inzwischen nicht nur für Klassiker, wird natürlich immer der wertvollste Oldtimer oder die wertvollsten Oldtimer prämiert, sondern auch für diverse neue Fahrzeuge. Wir haben dieses Jahr in 2023 zum ersten Mal ausgestellt, sind mit dem ganzen Team in die USA gefahren. Ich fand, es war eine Mörderreise, es hat Spaß gemacht. Wir haben Autos ausgestellt, ein Boot ausgestellt. Ich habe mir The Quail angeschaut, schaut es euch an online, super geiles Event. Und insgesamt muss ich sagen, dass es ist auf einem Golfplatz inmitten der nordkalifornischen Wälder. Unglaublich schöne Erfahrung, tolle Location, das zieht die Leute an. Wenn ich eine Sache nicht verpassen wollen würde, ist es der 17 Mile Drive, der genau durch dieses Areal führt und eine der schönsten Straßen der Welt ist. IAA München. Ist es noch die gleiche Messe? Okay, IAA München ist natürlich der Nachfolger sozusagen von der IAA Frankfurt. Jahrzehntelang in meiner gesamten Jugend die Messe schlechthin. Der Fixpunkt, alle 2 Jahre Brabus auf der IAA mit Riesenvorbereitungen, mit großen Messeständen, wie für alle anderen auch, war das der Heartbeat, war das der Puls der gesamten Industrie und die wichtigste Autoausstellung der Welt. Es hat sich durch Corona alles verschoben, nichts ist mehr wie vorher. Es gibt die IAA nicht mehr im alten Format, es gibt den Genfer Autosalon nicht mehr im alten Format. Dafür jetzt die IAA Mobility in München. Habe ich ein schönes Video darüber gemacht, legen wir euch unten in die Description rein. Ich finde, es ist nicht mehr die Messe, die es vorher war. Mir haben ganz viele Marken gefehlt. Ferrari nicht da, Bentley nicht da, Rolls-Royce nicht da, Maserati nicht da, Volvo nicht da, Tesla nicht da und so weiter und so fort. Es ist über die ganze Stadt verteilt. Viel komplizierter alles zu sehen als vorher. Ich war trotzdem da. Ist es die alte Messe? Nein. Launch 1300R Masterpiece Edition. Ist das letzte Brabus-Motorrad? Wir haben angefangen mit KTM zu arbeiten vor ungefähr 2 Jahren. Ich gucke hinter die Kamera. Ich habe ungefähr 2,5 Jahren. Die Entwicklung hat angefangen vor ungefähr 3 Jahren und wir haben ein paar faszinierende Varianten der 1300R inzwischen gemacht. Die letzte natürlich die Edition 23, beziehungsweise danach nochmal in einer ganz, ganz kleinen Stückzahl die Masterpiece Edition mit goldenen Applikationen in Schwarz und Weiß. Sensationelles Motorrad. Die Antwort ist
wir werden natürlich weitermachen mit KTM. Also die Partnerschaft zwischen KTM und Brabus ist langfristig angelegt. Und unsere Absicht ist es, auch noch viele weitere tolle Motorräder zu bauen. Aber die 1300R Masterpiece Edition ist die letzte Edition auf der bestehenden Technologie. Danach wird es was komplett Neues geben. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Signature Night 23. Gibt es etwas, was in dieser Nacht passiert ist, das dich heute noch in deinen Träumen begleitet? Ach, ich muss sagen, insgesamt war die Signature Night 23, ist die Signature Night ein Format, was ich mir so vor ein paar Jahren noch nicht hätte vorstellen können. Ich hatte immer die Idee, eine Fashion Show für Autos zu machen und muss sagen, dass ich völlig geflasht war in der Vorbereitung. Das erste Mal, als ich in die Halle reingekommen bin, genauso wie als ich das erste Mal, also als wir in der Generalprobe gesessen haben, genauso wie ich geflasht war, als ich nach der Show mich beim Publikum bedanken konnte. Es war insgesamt für mich ein echtes, ich habe noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube ein echter Milestone, ein echtes Highlight, Lebens- und Karriere-Highlight, echt großartige Geschichte. Und mich beeindruckt vor allem, dass eine Idee, die ich so lange im Kopf mit mir rumgetragen habe, jetzt Realität geworden ist und ich in der Lage bin, andere Menschen mitzunehmen und auch zu begeistern. Ich glaube, das war es, was es ausmacht für mich. Bottrop, der verrückteste Bau der letzten 3 Monate. Der verrückteste Bau der letzten 3 Monate. Okay, kann man natürlich im Sinne von Auto verstehen. Da wäre sicherlich, wir haben da immer noch viele Vorführer von der Signature Night hier, die wir natürlich ganz bewusst ein bisschen länger behalten, weil wir sie für Videodrehs, für Pressetermine brauchen, für Kundentermine. Und Leute, ganz ehrlich, der Crawler, den wir jetzt ja gerade auch an Drake ausgeliefert haben, G900 Deep Blue, sensationelles Auto. 4x4 Stealth Green, sensationelles Auto. GLS Super Black, sensation. Also ganz ehrlich, wir haben so viele Dinge in der Show released, an denen ich heute auf dem Parkplatz vorbeigehe und sage, wie abgefahren cool sind diese Autos, dass ich kein einziges rauspicken kann. Ansonsten kann man es natürlich auch anders interpretieren. Hier ist Riesengehämmer und Gebohre, weil wir alles renovieren in diesem Gebäude, was nicht nied- und nagelfest ist und nur Baustelle ist. Und da machen wir sicherlich demnächst mal ein separates Video zu. Das ist aber Grund, warum wir hier mit Ohrenschützern sitzen im Büro. Dein persönliches Highlight der letzten 3 Monate? Mein persönliches, oh Gottes Willen, Leute, ihr foltert mich hier heute. Brabus Signature Night, eindeutig. Also wenn ich eine Sache rauspicken, wir sind ja so viel unterwegs, ich bin so viel unterwegs im Moment, dass ich manchmal ein Problem habe, die Frage zu sortieren, wo ich eigentlich gerade bin, in welchem Hotelzimmer, in welcher Stadt, beziehungsweise was eigentlich in den letzten Wochen alles passiert ist, weil der Kalender so rappelvoll gewesen ist dieses Jahr, dass es immer im Kopf erstmal zusammenkriegen muss. Wenn ich aus dem Stand ein einziges Highlight nennen muss, dann würde ich ganz klar sagen, Brabus Signature Night. War nicht nur für mich, sondern finde ich für das ganze Team, für meine Familie, für alle, die gekommen sind, für die Gäste, unsere Händler und Partner, Kunden, war das ein absolutes Highlight, das so auch, glaube ich, keiner von uns erwartet hat. Und wir haben uns vorher viele Gedanken gemacht über die Erwartungen. Ich glaube, wir haben es geschafft, eine schöne Show hinzuzaubern. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut rein. Es sind coole Aufnahmen, kann man sich sehr gut anschauen. Gibt es auch ein schönes Track-by-Track, wo ich die einzelnen Segmente nochmal erkläre. Und in der Description. Letzte Frage. Welches war das letzte Event, das du besucht hast? Das letzte Event, was ich besucht habe, oh Gott, Leute, wir haben so viel im Kalender stehen gehabt. Wo war ich denn? Wir waren, guck mal, gerade zwei Tage Führungskräfte-Klausur, Tagung in Holland. Davor, stimmt nicht, danach war ich noch in München zu einer Konferenz für 3 Tage. Davor war ich bei This is Marketing in Frankfurt. Mit einem spannenden Interview auf der Bühne mit dem Gründer Marcel Knopf. Davor war ich in Dubai, eine Woche. Termine ohne Ende, unter anderem wegen unserer neuen Boutique, die wir in Dubai eröffnen im Februar. Davor war ich nochmal in München zur Annual Members Night vom Drivers and Business Club in München. Viele Grüße an Jasper und das Team. Ist absolut cool, was er da auf die Beine stellt. Und davor war ich bei, wo war ich noch? Monaco Yacht Show. Monaco Yacht Show, natürlich, klar.
Brabus Insider, das neue Q&A-Format, in dem das Team mir einen 60 Sekunden Timecap gibt, damit ich nicht zu viel quatsche. Dankeschön. Schreibt mir in die Comments, ob euch das neue Format gefallen hat, was ihr noch über die Welt von Brabus oder von mir wissen wollt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video.